Herzlich willkommen zu Gerrits Tagebuch. In der neuen Folge wollen wir vor allen Dingen das Teil hier vorstellen. Es ist ein Testmodell unseres Fingers, den wir nachher 10-mal am Terminal an den großen Parkpositionen haben werden. Der läuft hier im Dauerbetrieb, die Mechanik wird ein bisschen getestet, den werde ich gleich nochmal schön vorführen. Diese sogenannten Finger sind so ausgelegt, dass sie für jeden gängigen Flugzeugtyp passen. Das heißt, ich kann sie drehen, ich kann sie heben und senken und ich kann sie am Ende, wenn sie dann in die Nähe des Flugzeugs kommen, auch auf eine gewisse Länge ausfahren, sodass sie für jeden Flugzeugtyp passen. Dieses Gelenk hier vorne, haben wir gesagt, das machen wir nicht drehbar mit dem Motor, sondern da benutzen wir einen Magnet, sodass sich das automatisch am Ende genau auf das Flugzeug einstellt. Und somit sind wir in der Lage, vom A380 bis hin zur kleinen, das ist ein A319, alle Flugzeugtypen am Terminal anzudocken. Ist nachher eine sehr große Feinjustierung, läuft momentan im Dauerbetrieb, in der Hoffnung, dass uns das nicht nach 3 Wochen auseinanderfällt, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Des Weiteren sind wir sehr viel weiter gekommen hinter der Anlage. Die 3 Ebenen, aber die zeige ich am besten mal vor Ort. Was hier jetzt etwas komisch neben der Startbahn aussieht, ist für uns ein sehr gutes Zeichen. Es ist nämlich sozusagen der Deckel für die 3 Ebenen der Flugzeuge. Die 3 Ebenen Umfahrung, Ladestation und Schattenhanger für die Flugzeuge, die wir in den letzten Monaten gebaut haben und jetzt fast fertig sind. Deckel deswegen, weil auch hier muss ja irgendwie Landschaft drüber. Und wir haben uns gesagt, der Flughafen ist eine platte Ebene. Das ist hier mal ein Teil, wo wir versuchen können, mit etwas Höhe wieder ein bisschen Dreidimensionalität zu schaffen, damit es etwas lockerer aussieht. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht zu hoch werden und dass es unrealistisch aussieht. Auf der anderen Seite, je höher, desto mehr Technik können wir hier drunter setzen. Die Ebenen sind soweit fertig. Die sind gebaut. Das heißt, auf voller Länge, 18 Meter mal 3 sind sie fertig. Wir sind gerade dabei, sie zu verkabeln. Fahrdrähte sind drin, sämtliche Verbraucher sind drin, Stoppstellen. Axel hat sie in den letzten Wochen mit Fahrdraht und sämtlichen Verbrauchern versehen. Kenny und Matthias schließen sie an. Und Christian hat hier die letzten Bereiche gefräst, so dass sie eigentlich hardwaremäßig fertig sind und nur angeschlossen werden müssen. Was noch fehlt, ist eine große wiederum Herausforderung, habe ich es früher immer genannt. Ich nenne es jetzt einfach mal Spaßfaktor, weil ich wurde darauf hingewiesen, dass das Wort Herausforderung in jedem Tagebuch 3 bis 5 Mal vorkommt. Wir müssen es irgendwie hinschaffen, dass die Flugzeuge, die unterschiedlich hoch sind, zu jedem Ort Infrarotempfang haben, der normalerweise von der Decke kommt. Und hier muss er irgendwie partiell diese 3 Ebenen mit Infrarotsendung versehen und die Flugzeuge müssen es verstehen können. Das fehlt noch und die Verkabelung und dann kann es losgehen. Ziel bei der ganzen Geschichte, ein Grund für die Verzögerung auch war, dass wir diese Platten rausnehmbar machen wollen. Denn dahinter ist das Startgestell mit dem Schlitten, der die Flugzeuge startet. Und der ist sehr empfindlich, das ist eine Maschine, da kann auch mal was kaputt gehen und wir müssen da rankommen. Deswegen haben wir länger nach einer Lösung gesucht und die haben wir jetzt gefunden. Wir können hier Schrauben lösen, ganz einfach. Hier sind Stecker, die werden abgezogen, damit ist sämtlicher Strom weg und jetzt kann die Platte einfach auf die Nachbarplatte gerollt werden, weil Rollen drunter sind. Das können wir mit allen 3 Platten machen, können jetzt hier die Streben rausnehmen und können wunderbar, was hoffentlich nie der Fall sein wird, hinten das Startgestell reparieren. Unsere Haupttätigkeit momentan am Flughafen ist weiterhin Vervielfältigung. Etwas zu machen, was wir schon in einigen Gerrits Tagebüchern gezeigt haben. Platten legen, Fahrdrähte anschließen und so weiter. Nichts Neues sozusagen, aber die Masse entsteht. Deswegen haben wir uns für diese Folge von Gerrits Tagebuch mal überlegt, ob wir mal in einem Bereich etwas tiefer in ein Thema einsteigen und ob das interessant ist. Das ist sozusagen als Experiment zu sehen, kommt am Ende von dieser Folge. Wo sich aber wirklich was tut, ist in diesem Bereich. Das ist der Anschluss an die Schweiz. Hier ist das Frachtterminal, der Übergang wieder in die normale Landschaft. Über viele Kleingärten, typisch am Flughafen, geht es hier. Die Bahntrassen sind fast fertig. Geht es weiter über das Schiffshebewerk. Das gucke ich mir jeden Tag aufs Neues gerne an, wie schön es funktioniert. Hoch in die Berge, rüber in die Alpen. Aber da auch der Flughafen wirklich weiter entsteht und das letzte Stück Tisch gebaut wird, dann ist die
Platte sozusagen fertig für den Flughafen. Gehen wir jetzt mal zu Christian, der baut nämlich gerade den Tisch. Hier bei dem Tisch haben wir etwas anders gemacht als sonst. Die gesamte Anlage besteht eigentlich aus einem 50er Raster beim Tisch und hier haben wir das erste Mal komplett am Computer entworfen. Grund dafür ist, dass hier insgesamt 15 Treppen, die an die Flugzeuge rangeführt werden und die ganzen Pushbacker hinkommen und die haben eine riesen Mechanik unter der Anlage. Dazu gibt es ewig viele Stoppstellen, Weichen, Kontakte, es gibt über 3000 Lampen, die in die Straßen eingelassen werden müssen. Also ganz viel, was im Weg sein kann. Und deswegen haben wir versucht, den Tisch einmal ein erstes Mal komplett am Computer zu planen. Wir haben alle Kriterien reingebracht. Auf dem Papier passt alles. Und ob es die Realität dann auch bringen wird, das wird Christian herausfinden und ich hoffe, dass wir uns da nicht vertan haben und am Ende wird das alles passen. Wie ich eben ja schon versprochen habe, werden wir einmal versuchen, ein kleines Experiment, mal eine Thematik mal etwas genauer zu durchleuchten und zu beschreiben, als wir es vielleicht sonst tun würden. Nämlich eine, wo der Gast gar nicht genau sieht, was hinter den Kulissen passiert. Mit dem Risiko, dass es ihn auch nicht interessiert. Aber wir werden das sehen. Und zwar geht es um die Geschwindigkeitsberechnung der Autos. Mit der neuen Version haben wir viel mehr Funktionalitäten. Das heißt, wir werden auch vor Kurven abbremsen, wir werden beschleunigen, wir werden in der Stadt noch langsamer fahren, werden auf der Autobahn noch schneller fahren. Diese Geschwindigkeiten also ständig verändern. Aber für uns Programmierer wird alles viel, viel schwieriger. Und das möchte ich mal beschreiben. In den alten Abschnitten war die Steuerung der Fahrzeuge mit der alten Version etwas einfacher. Sie war zwar nicht ganz so wie bei den Zügen, es gibt da auch Unterschiede. Ich erkläre kurz die Züge, da ist es relativ simpel. Ein Zug pro Abschnitt und am Ende und am Anfang eines jeden Abschnittes ist ein Kontakt. Löst einen Kontakt aus, kriegt der Zug diese Fahrstraße, nennt es sich, der ganze Block ist für einen Zug reserviert. Erst wenn der Zug am Ende dieses Abschnittes ankommt, löst ein Kontakt aus. Der nächste Abschnitt gehört dem Zug und der vorherige wird freigeschaltet. Bei den Autos funktioniert das ein bisschen anders. Es ist ja nicht so, dass nur ein Auto pro Abschnitt, der dann vielleicht so lang ist, zugelassen sein soll, sondern es sollen auch mehrere hintereinander fahren können. Da ich aber nur eine begrenzte Möglichkeit habe, solche Kontakte oder Rückmelder in den Computer reinzubekommen, beim Flughafen sind es 1000 Stück immerhin, bin ich darauf angewiesen, dass ich zwischen zwei Kontakten trotzdem weiß, wo das Auto ist. Und das kann ich nur berechnen. Das heißt, zwischen zwei Kontakten habe ich ja die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu messen. Ich kenne die Strecke, ich weiß, wann die Kontakte ausgelöst sind, kann berechnen, wie schnell das Auto ist und kann diese Geschwindigkeit als für die Zukunft annehmen und damit weiter berechnen. Problem ist, sobald das Auto die Geschwindigkeit jetzt ändert, weiß ich nicht mehr genau, wie schnell es fahren wird. Und ich muss auch eigentlich wieder so lange warten, bis das Auto konstant zwischen zwei Kontakten einmal gemessen wurde. Das geht in der Realität nicht, also gibt es da eine andere Lösung zu finden. Wenn ich mich nämlich bei diesen Berechnungen vertue und ich nicht genau weiß, wo das Auto ist, oder annehme, es ist da und es ist woanders, knallt es. Das heißt, ich muss wirklich sicher gehen, dass ich niemals einen Unfall verursache. Deswegen habe ich schon auch bei der alten Anlage ein kleines Instrument gehabt, um so ein Sicherheitszeitfenster zu generieren. Ich stelle mal ein einziges Auto in Form von zwei Autos dar. Und zwar, hier ist so ein Kontakt in der Straße. Wenn der ausgelöst wird, das Auto kommt an, weiß ich, das Auto ist auf jeden Fall jetzt hier. Und ab jetzt berechne ich es und mache einen Sicherheitswert dazu. Ich sage, so schnell würde es wahrscheinlich fahren, aber frühestens, wenn es heute ein bisschen schneller ist es hier und spätestens ist es da. Und je weiter ich mich von dem Kontakt entferne, desto größer wird dieser Abstand zwischen frühestens ist es jetzt da und spätestens ist es hier. Ziel ist es also, dass die Steuerungssoftware am PC ganz genau weiß, wie zu jedem Zeitpunkt sich die Geschwindigkeit des Autos verhalten wird. Da holt uns aber leider immer wieder die Physik ein. Denn das Problem ist, wie regelt man eigentlich so einen Motor? Wie sagt man, ich will langsam fahren oder schnell fahren? Da gibt es zwei gängige Verfahren. Das erste Verfahren ist, man regelt einfach die Spannung. Das ist wie beim Eisenbahntrabo damals. Ich drehe einfach mehr Strom oder ich erhöhe die Spannung und das Auto fährt schneller. Großes Problem, ich zeichne es auf. Wie verhält sich also die Geschwindigkeit des Autos, wenn ich die Spannung im Auto erhöhe? Also hier haben wir zum Beispiel 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt. Unser Maximalwert ist 3 Volt. Wenn ich 1 Volt auf den Motor gebe, würde man ja hoffen, dass sich die Geschwindigkeit so verhält. Das ist leider nicht so. Bei 1 Volt passiert nämlich noch gar nichts. Und bei 1,8 Volt fängt es langsam an, dass der Motor anfängt zu drehen und am Ende wird er viel schneller. Sehr ärgerlich. Wenn das immer so wäre, könnte ich mich ja versuchen, mit der Steuerungssoftware darauf einzustellen. Das Problem ist aber, dass diese Kurve bei einem vollen Akku, ich übertreibe jetzt ein bisschen, bei einem vollen Akku sich so verhält und bei einem leeren Akku so verhält. Das heißt, ich muss auch noch ständig wissen im Fahrzeug, wie die Spannung sein wird. Das weiß ich nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, das Fahrzeug weiß es aber und kann ja versuchen, irgendwo sich an dem schlechtesten Wert zu orientieren. Ich muss ja nur wissen, wie es sein wird.
Darin haben wir ungefähr ein halbes Jahr versucht, uns eine Art Tabelle zurechtzulegen. Ich will ja lineare Geschwindigkeiten. Ich will sagen, fahre so schnell, so schnell, so schnell, so schnell, so schnell, so schnell. Also 10 Stufen als Beispiel und diese soll immer sich so verhalten. Wir haben versucht, im Fahrzeug entsprechend auf meinen Wunsch den entsprechenden Spannungswert zu finden, dem das entspricht. Und das geht auch eigentlich ganz gut. Nur jetzt wird der Akku schlechter. Er ist also 100 Mal geladen worden und schon wird diese Kurve noch schlechter. Das heißt, jetzt müsste ich eigentlich schon wissen, wie alt ist der Akku eigentlich? Wie häufig wurde er geladen? Wann wurde er zuletzt geladen? Wie bin ich seitdem gefahren? Jetzt kommt noch was. Geht es berghoch und der Akku ist leer und alt, kann es sogar sein, dass die Kurve so wird. Geht es bergab, wird sie vielleicht so. Das sind alles Sachen, die man ja theoretisch in die Software mit reinbringen kann, aber irgendwo ist auch mal Schluss. Und wir versuchen halt schon länger, genau da einen Kompromiss zu finden, dass wir das möglichst gut hinbekommen. Es macht unheimlich viel Spaß, verursacht viele Ärgernisse, keiner sieht es, aber ich wollte es zumindest mal erzählen. Soweit für diesen Monat und ich weiß nicht genau, was wir nächsten Monat alles schaffen werden. Wir hoffen natürlich wieder viel. Ich habe mich in der letzten Zeit ab und zu mal verkalkuliert. Aber wirklich, wirklich freuen würde ich mich, wenn wir die 3 Ebenen unter der Anlage in Betrieb nehmen können und mal wieder mit den Flugzeugen fliegen und Dauerbetrieb testen können. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen.